Audax Randonneurs Alemannia, das 600 Kilometer Brevet über Fehmarn nach Seeland, Inselhopping in Dänemark, Gruppe fahren, 600 Kilometer in einem Stück fahren, einen Tag und 2 Nächte über den großen Belt nach Lolland und Seeland. Sei dabei, Faszination Brevet fahren in der Königsklasse, das ist Audax. Der Track führt uns über Puttgarn, Rødby, nach Lolland und dann hoch nach Seeland. Dort umrunden wir einmal Seeland. Erster Checkpoint ist Harmsdorf, bevor es dann nach Lolland geht. Erster Checkpoint ist Vordingborg, Lilje, Kalundborg, Korsør und zum Schluss wieder zurück nach Rødby. Und in der Hohwachter Bucht ist dann der letzte Checkpoint, bevor wir in Kiel wieder ankommen. Das Streckenprofil ist recht flach, 2500 Höhenmeter gerade mal. Und das soll alles mit, vielmehr das habe ich wohl verdrückt. Ja, fast 2 Liter von so einem Energy Drink. Flaschen sind schon voll. Die Dinger kommen in die Satteltasche. Ja, bisschen Technik. Bisschen was Süßes hier. Kuchen. Ein paar Brote und Brötchen. Eier, Bananen. Für die Nacht Handschuhe oder Unterziehhandschuhe und dann die normalen. Ja, dann muss das hier alles rein in die Tasche und die hinten. Ja, da wundere ich mich auch mal wieder, dass in die paar Täschchen das ganze Zeug mitkommt. Also einige fahren ja mit relativ wenig Lebensmitteln los, die kaufen sich dann unterwegs alles. In der Nacht geht es natürlich dann nur an Tankstellen. Ich habe da ganz gerne dann alles mit. Schleppt das denn die ganze Zeit mit mir rum, aber wir haben nicht viel Höhenmeter, das Gewicht schleppe ich dann gern. Ich werde es auch nicht alles aufessen, das was ich mitschleppe, also einen Teil davon werde ich wieder mit zurückbringen. Und ein kleines Stück Ingwer darf nicht fehlen. Und so geht's am späten Abend. Startzeit ist erst 21 Uhr. Nach Kiel-Schönkirchen. Wir haben jetzt so Ende Mai. Haben sehr gutes Wetter gehabt. Und das sind Claudia und Carsten, die Organisatoren vom Standort Kiel. Die Brevetkarte bitte dort in den Briefkasten einwerfen. Der ist an der rechten. Und die Teilnehmer der digitalen Brevetkarte machen bitte bei den kompletten Kontrollen wenigstens einmal ein Selfie und einmal fotografieren Sie bitte auch Ihr Rad. So. Und ganz wichtig, nach der Tour das Brevet auch beenden. Auch für die Leute, die abgebrochen haben. So, ich hoffe, ihr habt euch die Fährzeiten gemerkt. Das heißt zwar eigentlich, dass die Fähre alle 30 Minuten fahren soll, aber es gibt halt da ja auch einige Ausnahmen. Also achtet darauf, wann die fahren. Und in Dänemark benutzt bitte die Radwege. Die ganz vielen Dank. Danke. Wo fängst du?
Ja, den Ton musste ich runterregeln, der war einfach zu verrauscht. Also Start war 21 Uhr und wie man hier an der Karteneinbindung sieht, haben wir allerbestes Wetter. Es wird also trocken bleiben, es ist sonnig am Tag und wir haben relativ warm. Nur in der Nacht wird es üblich, ja, es ist doch recht kühl. Aber beim Radfahren, wenn man sich bewegt, ist das eigentlich noch ganz okay. Man darf halt nur nicht lange stehen bleiben. Was wir aber werden, also 17 Grad sind so die Höchstgrade. Wind ist auch okay. Mehr nachher von der Seite, meiste Zeit, also. Und so geht's denn erstmal aus Kiel raus. Und wir haben ja von Paris-Brest-Paris, sodass auch relativ viele Starter gekommen sind, um den Super-Randonneur zu fahren, als Voraussetzung für Paris. Es gab dann wieder mehrere Startgruppen, sodass wir in 5 Minuten Versatz immer gestartet sind. Das sind also pro Gruppe nicht mehr als 30 Leute zusammenfahren. Und so fahren wir die meiste Zeit in Zweierreihe über diese recht autofreien Straßen, langsam in die Abendstimmung rein. Und jeder weiß, was auf ihn zukommen wird. 600 Kilometer ist wirklich nicht mal so die Königsklasse. Also ist nicht mehr unbedingt die Distanz, die dann an einem Rutsch jeder mitfahren möchte. Und so fahren wir doch recht zügig, also 600 Kilometer, so ganz bummelig klappt das nicht. Die meisten werden ungefähr eine Fahrzeit von einem ganzen Tag haben, also 24, 25 Stunden knapp. Und der Rest sind dann nachher die Pausen. Dadurch, dass wir ja diese Fähre haben, Puttgarden-Rödby zweimal, kommen wir natürlich auf deutlich höhere Brevetzeiten. Weil wir dann immer warten müssen, bis die Fähre kommt, plus die Fahrzeit der Fähre, die dazu kommt. Und dann natürlich noch die Checkpoint-Zeiten. Ja, nun haben wir 10 Uhr, also eine Stunde gerade mal rum. Wird so langsam schummerig. Alle haben die Lichter an.
Und so fahren jetzt mehrere solcher Gruppen Richtung Fehmarn. Vorbei an Lütjenburg, Selenter See. Es wird immer dunkler und dunkler. An meinem Helm habe ich eine Taschenlampe mit einem relativ großen Fluter dran. Die mache ich dann an, wenn ich dann mal die Leute so ein bisschen anleuchten möchte, um ein bisschen mehr zu sehen in der Nacht. Ansonsten schaltet die Kamera auch die ISO-Werte so sehr hoch und dann wird das alles so sehr großpixelig, also nachts da vernünftig gut aufgelöste Bilder hinzubekommen. Auf dem Rad mit den vielen Bewegungen ist nicht so einfach. Und so rollen wir dann durch die Wälder, ungestört. Es geht Richtung ersten Checkpoint. Der ist nur wirklich ganz kurz, da macht nur mal jeder ein Foto vor einem Haus und dann geht's gleich weiter. Also das ist nur so ein Checkpoint mit 1-2 Minuten Aufenthalt. Das ist jetzt also Harmsdorf. Dies eine kurze Foto machen, wieder rauf auf den Sattel, den neuen Track geladen und weiter geht's Richtung Fehmarn zur Fähre. Und bei der Fähre ist halt so, dass die ihren Fahrplan um Mitternacht einmal ändert und dann verdoppelt sich die Zeit, bis die nächste Fähre kommt. Und einige hatten schon so ein bisschen auf dem Plan, lasst uns beeilen, dass wir dann, weil wir genau kurz davor wahrscheinlich in Puttgarden dann ankommen, das konnte man ja gut absehen, sodass jetzt auch die Gruppe ordentlich Speed, zumindest einige vorne ordentlich Druck gemacht haben, dass wir rechtzeitig zur Fähre kommen, um dann noch vor der Umschaltung da auf die letzte Fähre zu kommen, bevor wir dann unnütz lange da rumstehen müssen. Mittlerweile haben wir so 82 Kilometer, sind knapp 3 Stunden unterwegs und es geht auf diese Halbinsel da vor Heiligenhafen. Und in Fehmarn fahren wir dann diese Hauptstraße, über der gesamte Verkehr, der auf die Fähre will, dann entlang.
Ja, und leider hat das nicht geklappt mit der Zeit. Oh Mann. Nun haben wir uns so beeilt und wollten die letzte Fähre noch kriegen. Aber hat leider nicht geklappt. Jetzt haben wir eine Stunde Wartezeit hier im Kalten draußen. Ja, Wartehäuschen gibt's nicht. Gibt's nur auf der anderen Seite, glaube ich. Ja. Knappe Stunde hier rumhängen. Und wir haben, was haben wir? Mitternacht 9? Ne, wir haben Viertel nach 1. Ja, wir kamen eigentlich noch rechtzeitig an. Die Fähre war noch nicht weg, die vor der Umschaltung das letzte Mal fuhr. Aber sie haben uns nicht mehr raufgelassen. Das war so, weiß nicht, 10 Minuten vor Abfahrtszeit. Dann hieß es, nee, also rauf kommt ihr nicht mehr. Ja, also verschränkt so ein bisschen die Arme. Futtert ein bisschen was. Wird immer größer. Also Temperatur würde ich mal als kühl bezeichnen. Richtig kalt war es nicht. Aber wir ziehen uns ja doch nicht so dick an, weil man dann einfach schwitzt auf dem Rad. Und wenn man dann jetzt über eine Stunde hier nach 1 stehen muss draußen, dann, ja, man merkt es ja, schlagen die Arme oder verschränken die Arme. Also einige haben sicherlich so ein bisschen gefroren. Andere sind vielleicht ein bisschen unempfindlicher gegen Kälte. Und so haben wir da gestanden. So richtig Erholung ist das ja leider nicht. Also man kommt nicht voran und weiß, man hat noch eine lange, lange Tour vor sich. Und ja, erholen kann man sich nicht, man kann sich da nicht setzen. Ist alles kalt und Bänke gibt es da nicht und die Erde ist zu kühl. Und so standen wir da. Haben ein kleines bisschen was gegessen. Obwohl das auf der Fähre nachher sicherlich schöner ist, dass einige dann auch gewartet haben damit. Geht los, die Fähre ist da. Wo sind wir die letzte Spur, die rauf dürfen? Und so sind dann erstmal alle Autos und alle LKWs auf die Fähre raufgefahren. Wieder warm werden. Und dann geht es raus in die Nacht. Und so sind da jetzt als Gruppe sicherlich fast alle Fahrer, die in Kiel gestartet sind, in den unterschiedlichen Gruppen. Bis auf die paar wenigen, die rechtzeitig noch nach Puttgarden gefahren sind, also die ganz schnellen. Und die 2 Stunden Vorsprung auf Seeland haben. Ja, mir zog echt die Kälte immer mehr durch die Knochen. Und war ganz froh, dass es dann irgendwann jetzt auf die Fähre geht. Jo. Danke. So. Ich denke mal, der Trupp, bis auf die schnell genug waren, ist der ganze Trupp jetzt wieder zusammen. Oh, nach einer Stunde hier im Kalten stehen. Ich bin gespannt, wo wir die ganzen Räder hin tun jetzt. Wir haben schon 60 Räder. Ja, das dürften jetzt wohl um die 60 Leute sein, die jetzt irgendwie ihre Räder da loswerden wollen. In der Regel lehnt man sie ja an der Wand an, aber da war relativ schnell alles belegt an Wand.
Und so standen die Leute erstmal, ja, wo tue ich's Rad jetzt hin? Bis dann die ersten anfingen, es einfach auf den Fußboden zu legen. Die Vorgruppe hing nachher teilweise die Räder mit ihren Lenkrädern da oben an diese Stange ran, dann hingen die Räder da. Das hatte ich später mal auf Fotos gesehen von den anderen. So, wir müssen alle hier weg. Wir müssen nach oben. Wieder weiter, drüben sind wir. Auf der Fähre haben wir uns dann alle schön dick angezogen, das was wir hatten. So 2, 3, 4 Uhr ist immer so der kälteste Zeitpunkt. Haben so ziemlich genau 2 Stunden jetzt an der Fähre verbracht mit Warten plus die Zeit der Fährfahrt. So 2:30 haben wir jetzt. Heute, es geht wieder rauf. 400 Kilometer, bis wir dann wieder hier an der Fähre sind. Aber jetzt mit großem Druck, sofern die jetzt nicht abhauen alle Mann. Also bis zur Fähre sind es ziemlich genau 100 Kilometer. Jetzt haben wir so 400 Kilometer in Dänemark vor uns bis zur Fähre zurück. Ach, gleich wird es wieder warm, wenn wir fahren. Und allzu lange wird es auch nicht mehr dauern, dann wird es wieder hell. Und so geht es in die Nacht, so 2:30. Man sieht nur hinter mir wahrscheinlich so ein langes Band mit ganz viel Licht. Ich werde sie mal alle vorbeirauschen lassen. Mit Film, Flut und Fliegt. Ja, dann mache ich wieder mein kleines Lämpchen am Helm an, was einen schönen breiten Kegel hat, sodass man so ein bisschen mal sehen kann, wer hier alles vorbeikommt. Und habe mal die gesamte Gruppe an mir vorbeiziehen lassen.
Das soll hier nicht vorbei sein. Das war wirklich pechschwarze Nacht. War bewölkt, also keine Sterne und Mond zu sehen. Es war wirklich unheimlich dunkel. Hat aber Spaß gemacht. Jeder weiß ja so, was auf ihn zukommt jetzt. Und so in vielleicht 2 Stunden ist die Sonne auch wieder da. Ich bin dann wieder nach vorne gefahren. Da hat sich dann eine Gruppe von 8 Fahrern gebildet, die dann so ein bisschen zügiger unterwegs sein wollte. Und so fuhren wir dann im relativ kleinen Trupp dann voraus Richtung Seeland. Und das ist ja wirklich Zeit, wo kaum oder wo eigentlich gar kein Auto mehr unterwegs ist. Und so fuhren wir dann auf der Straße in Zweierreihen völlig ungestört durch diese kleinen Ortschaften, dann wieder auf dem Lande inmitten der dunklen Nacht. Das ist noch Lolland, jetzt geht's auf eine kleinere Insel. Ich glaube, das kann man jetzt auch auf dem Video sehen, dass die Sonne aufgeht ganz langsam. Noch alte Gruppenstärke, 8 Leute. Irgendwann ist da hinten am Horizont so ein helleres Band zu sehen, wenn die Sonne langsam hochkommt. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Man weiß, jetzt kommt die Sonne. Es wird wieder heller, es wird wieder wärmer. Einmal Wechsel. So mal noch zurück. So, einer. – 4 Uhr haben wir jetzt am Morgen. Also selbst die Kamera fängt schon ein, dass es ein bisschen heller ist. 160 Kilometer haben wir grob. Sind kurz vorm 2. Checkpoint. Nun wechseln wir immer wieder diese kleinen Inseln, bevor wir dann nach Seeland rauffahren. Jetzt wechseln wir wieder, noch eine kleinere Insel, wo wir jetzt drauf sind. Letzte Insel vor der langen Brücke nach Seeland rüber. Und fahren doch mit gehobener Geschwindigkeit für die Distanz, die uns noch bevorsteht. Und da ist der letzte Belt schon zu sehen vor Seeland. Eine schöne lange Abfahrt haben wir jetzt erstmal vor uns. Bevor es dann auf die lange Brücke geht, so eine ganz alte Brücke, daneben wird auch schon eine neue gebaut.
die schon kurz vorm Zusammenfallen. Ja, das ist ein scheiß Weg. Ja, das war wirklich eine besondere Begegnung. Das war ja wirklich, man hat nur das Windgerausche die ganze Zeit stundenlang in den Ohren gehabt. Und dann kommt da so ein super lautes Fahrzeug. Eine Tankstelle. Vordingborg, 164 Kilometer haben wir jetzt. Es ist früh am Morgen. Der zweite Checkpoint. Und wir sind jetzt auf Seeland. Und es kommen dann immer mehr und mehr Gruppen und frühstücken erstmal. Man kann ja auf der eBrevi-Karte auch mal so ein bisschen gucken, wo die Leute schon das letzte Mal eingestempelt haben oder eingecheckt haben, an welchen Kontrollen. Und meistens gucke ich bei den Checkpoints einmal, so wie viele denn schon vor uns sind und wie viele denn noch folgen werden und hinter einem sind. Haben wir also 5 Uhr jetzt. Das war der erste Teil. Im zweiten Teil geht es dann einmal komplett um Seeland rum, bis wir wieder bei dieser Brücke sind, wo wir eben rübergefahren sind. Bevor es in dem letzten Teil wieder durch die Nacht zurück nach Kiel gehen wird. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.